Okay, bin gespannt. Wir gucken uns das Ganze einmal an und gehen nach oben. Der macht das auch immer spannend, ne? Merkst du das? Und jetzt gehen wir aber, dreh dich mal rum, V8 Biturbo Motorenmanufaktur. Da sind wir endlich. Und es ist handgebaut, ja. Am Ende kriegt der Motor eine Plakette, oder, wo die Person unterschreibt, die den Motor gebaut hat. Wahnsinn. Also das hätte ich nicht gedacht. Also das ist ja unfassbar. Ja. Die Geschichten, das ist ja genau das, was wir wissen wollen. Das ist unfassbar. Aber das war echt, die Felgen waren echt sozusagen so ein Geldbringer, dass sie das so machen. Ja. Also das war tatsächlich das erste Produkt, was man so auf den Markt gebracht hat, was natürlich auch beliebt ist. Ne? Wenn ich mir heute ein Auto kaufe, dann gucke ich, was gibt es für Zubehörteile. Ja, klar. Und das war natürlich was super auch gewinnbringend war. Und man hat halt auch schon den Connect. Ne? Du siehst den Stern, du siehst aber auch den AMG-Schriftzug. Und im C36 hat sich halt natürlich noch viel mehr versteckt. Du hast schon gesagt, der klassische Silberpfeil. Ja, absolut. Die Geschichte dahinter kennst du hinter den Silberpfeilen. Ja, mit den über Nacht. Das genau, die Aluminiumkarosse blank gelegt. Genau. Nee, aber du hast natürlich schon die sportlichen Gene, verbunden mit der soliden Bauweise, die Mercedes-Benz natürlich beinhaltet. Deswegen, du hast den Stern, ganz klar. Du hast aber auch die Abgasanlage von AMG schon gehabt. Genau. Du hast einen kleinen Heckflügel gehabt. Ja, genau. Auch da hat man sich über Aerodynamik Gedanken gemacht. Bremsleuchte drin. Dritte Bremsleuchte. Genau. Ja. Aber er ist trotzdem nicht so heftig abweichend von dem normalen. Du hast so ein bisschen Sportivität, aber es ist halt nicht so übertrieben. Und das sind die ersten Carbon. Genau, die B-Säule in Carbon, genau. Aber ist das Carbon? Nein, das ist, siehst du hier, das ist so ein Aufsatz. Krass. Ja. Krass. Aber eine Sache habe ich immer erfahren, musstest du immer bei Mercedes bestellen. Ist jetzt auch so, wenn du einen Klassiker hast. Ich habe einen 111er von 1964 und da musst du auf zwei Sachen achten. Ich bin gespannt. Sonst ist das Auto unverkäuflich. Lenkradautomatik und Schiebedach. Das sind immer die zwei Punkte, wo du beim Mercedes Oldtimer drauf achten musst. Aber ich finde, heute ist das Hauptkriterium Farbe. Weil jeder kauft das Auto, will es wiederverkaufen und dann traut sich keiner eine Farbe drauf zu machen. Welche Farbe verkauft ihr am meisten? Es ist ganz unterschiedlich bei den Modellen. SL zum Beispiel. SL ist wirklich kunterbunt. Ja. Das ist auch schön, weil, guck mal, da vorne steht einer in Hyperblue. Ja. Dementsprechend, dem steht die Farbe. Ja. Aber zum Beispiel eine G-Klasse, die im Moment auch sehr viel hier ausgeliefert wird am Standort, die hat oft klassische Farben. Wobei auch da sich der eine oder andere was hat. Schwarz-grau. Schwarz-matt. Unsere Magno-Farben, die Mattfarben, die sind auf der G-Klasse sehr beliebt. Ja. Mega. So, eine Sache müssen wir noch. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Sonntag, 16 Uhr. Hamid? André, grüß dich. André und ich werden gleich eine Werkführung machen. Ja. Ich werde einfach hinter André herlaufen. Wir nehmen euch natürlich mit. Laufen neben mir her. Ja, oder neben mir her. Wir nehmen euch mit. Ihr lauft hinter uns her. Oder auch mal vor. Ich bin echt gespannt, was auf mich zukommt, weil ich bin zum ersten Mal hier. Sehr schön, ja. Es ist zum ersten Mal. Umso schöner, dass du direkt einbindest. Ja, mega. Wir fangen mit dem Vierzylinder an. Ich weiß, entspannt euch. Aber hauptsächlich sind wir bei dem Achtzylinder. Okay? Machen wir so, ja, gerne. Okay. Ich würde sagen, wir starten gleich los. Hast du noch irgendwelche Fragen zu den Autos, zu den Modellen? Nein, eigentlich nicht. Ich kenne die ja alle. Ja. Willst du uns was erzählen, was wir noch nicht wissen? Ich kann euch bestimmt einiges erzählen. Ja, ich weiß. Ich habe Material für viele Stunden. Aber ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt hier keine Fragen haben, dann können wir einfach Eine Frage habe ich aber noch. Das sind ja auch diese E-Performance-Felgen, ne? Wegen genau, mittlerweile, du kennst es, diese ganzen Aero-Blades, die reingemacht werden. Da haben wir verschiedene Felgen mittlerweile, auch für die E-Performance-Modelle und für die elektrischen Fahrzeuge, Hybridfahrzeuge. Man kann aber auch die ganz klassische Felge nehmen. Okay, ne? Zum Beispiel die. Ach so, könnte man doch trotzdem. Ja, aber klar. Hier hätte man eventuell mehr Reichweite. Ja. Also was heißt Reichweite, aber mehr Effizienz. Das bedeutet, die Luft wird einfach besser abgeführt. Genau. Okay. Aber da hinten die Ecke, die müssen wir uns auch anschauen, weil da stehen die zwei Goldstücke. Hier haben wir zwei neue Modelle. Der SL, der ist relativ neu, kann man sagen. Stimmt, ne? Da haben wir auch schon einige von ausgeliefert, auch hier in Falterbach. Das Schöne ist, die gleiche Farbe haben wir auch in Matt bei seinem Bruder. Stand der auch in Amerika? Stand der auch in Pebble Beach? In der Farbe auf jeden Fall. Ob aber das nicht genau das Auto. Es kann gut sein. Ne? Das sind unsere eigenen Pressefahrzeuge. Ich finde ja eine Sache bei den SL mega gut. Ja. Was denkst du? Da fallen mir zu viele ein. Das war ein Riesendiskussionsthema. Der eine findet es gut, der eine findet es nicht gut und so weiter und so weiter. Der versenkbare Türgriff, du hast eben drauf geschaut. Nein, das habt ihr ja schon lange. Ja. Komm, kann aber sein, dass Stopferdeck.
Ich finde es cool. Softtop, ja. Ja, Softtop. Ich finde es mega cool. Ist auch sehr, sehr ruhig in der Fahrweise, muss man sagen. Geht schnell auf, geht schnell zu. Ich finde es klassischer. Ich finde es mehr so, es hat so einen SL-Charakter. Ja, es nimmt auch nicht ganz so die Form raus. So ein Hardtop nimmt oft, finde ich, so ein bisschen die Form aus dem Auto, weil es dann doch relativ stark von Fahrzeug zur Scheibe zum Beispiel und Gewicht, ne? Okay, dann müssen wir los. Ja, okay. Dann müssen wir los. Let's go. Los geht's. So, dann gehen wir mal weiter. Ja. Wir machen uns auf einen kleinen Fußweg in Richtung Produktion. Ja. Wir haben hier am Standort in Affalterbach, sagen wir mal, 2 Schwerpunkte. Das ist die Produktion und ganz klar die Entwicklung. Das heißt, wir produzieren hier nicht die Fahrzeuge, wir produzieren hier einen Teil der Motoren. Hier drin haben wir angefangen in Affalterbach. Ach so, ja, das war nicht der Start der Firma, aber wir sind umgezogen hierher. Ja. Und hier in der Silbernen Halle, da haben wir eben angefangen. Okay, mega. In Affalterbach. Ihr habt ja in Groß-Asbach angefangen, ne? Genau. Wie weit ist denn das von hier weg? Das ist 16 Kilometer ungefähr, Ach so, okay. Also es ist echt nicht weit weg. Okay. In Groß-Asbach haben wir, das war so der Start, aber nicht der Start der Firma. Die Firma haben wir 67 in Burgstall gegründet. Ah, okay. Burgstall ist der Nachbarort, kann man sagen, von Affalterbach. Ja. Okay. Und dann natürlich brauchten wir ein bisschen mehr Platz, deswegen sind wir hergekommen. Das Schöne ist, hier ist auch so ein bisschen die World's Fastest Family groß geworden. Die Familie sagt, ja, alle packen mit an, so wie es eben in der Familie ist. Und das haben wir hier gemacht. Wir haben nämlich hier das erste Gebäude in Affalterbach gehabt und direkt nebenan das ehemalige Familienhaus von der Familie Aufrecht. Nein, echt Eine der jetzt? Gründerfamilien, ja. Ach, das ist ja krass. Und das zeigt, die ganze Familie hat wirklich mit angepackt, dass daraus was wird. Sogar die Frau von Hans Werner. Wahnsinn. Kannst dir vorstellen, Rosi Aufrecht, die war nicht die gelernte Motorenbauerin, sie war gelernte Friseurmeisterin. Ach was? Ja. Die könnte mir die Haare mal wieder braun machen. Das ist ja genial. Ganz genau. Und das Schöne ist, sie hat ihren Laden mitgebracht. Also auch sie hat für die Wirtschaftskraft gesorgt. Ach so. Und schau mal da hinten, dieser Anbau mit den beiden Fenstern. Genau. Das war der Friseursalon. Wahnsinn. Also ich muss ja sagen, wir sind eigentlich wegen Auto, aber die Geschichten, das ist ja genau das, was wir wissen wollen. Das ist unfassbar. Ja, also ich find's mega cool. Ja, es steckt ein bisschen mehr dahinter als die tollen Fahrzeuge, die wir auf die Straße bringen. Ja, klar. Wahnsinn. Komm, dann lass uns mal weitergehen. Wir bleiben schön auf dem Fußweg. Schau mal, da ist der GT, der fährt gerade aus dem Entwicklungsbereich raus. Cool. Da müssen wir auch gleich so einen Schwenk drumherum machen. Ne? Okay, alles klar. Das heißt, hier rollen die Entwicklungsträger rein und raus. Okay. Hier kann man in die Zukunft schauen. Okay. Und für manche noch viel wichtiger, hier kann man in die Zukunft hören. Ah, okay. Ja, stimmt. Und ich sag mal so, der Fan und der Kunde, der darf begeistert bleiben. Das ist ja für mich die größte Herausforderung, weil wenn ich an AMG denke, dann die neuen Otto-Partikelfilter, dann Elektro. Ja. Und wie willst du die Emotion noch auf die Straße bringen? Und das ist und das Champions probieren wir League. jetzt gerade in der Brücke mit unseren E-Performance-Modellen zu machen. Über Fahrdynamik. Ja. Man weckt immer noch Emotion. Ja, Die einzige Emotion, die vielleicht nicht mehr da ist, ist dieser V8-Sound. klar. Du hast natürlich auch ein Klangerlebnis. Das ist anders, aber die Fahrdynamik ist halt um Welten besser. Okay. Wenn du die C-Klasse guckst, was die Gewichtsverteilung allein angeht, 680 PS knapp Systemleistung. Das heißt, du holst über die Fahrdynamik mehr raus. Klar. Aber klar, es ist auch für uns eine Challenge, das Ganze zu transferieren. Aber daran arbeiten wir und das werden wir auch weiterhin so umsetzen können, dass wir für Emotionen und für Fahrdynamik stehen. Sehr schön. Wir gehen jetzt rüber in die Motorenmanufaktur. Okay. Und das ist Programm, weil der Begriff Manufaktur im Motorenbau kennt man von vielen kleinen Das heißt ja Serien. One Man, One Engine? Ganz genau, One Man, One Engine. Das heißt, eine Person baut einen Motor von Anfang bis Ende mit den Händen. Genau. Ja, natürlich hat er viele Helferlein, also Werkzeuge, aber von der Philosophie her ist es anders als ein Fließband. Wie viele Motoren baut ihr ungefähr? Das lässt sich schwer sagen. Ich kann dir aber nachher eine sehr interessante Zahl sagen. Und zwar, wie lange ein Mechaniker denn für einen Motor braucht. Ja, cool. Da bin ich Wenn man mal jetzt über den Daumen peilen könnte, wie viele Mechaniker wie lange arbeiten, dann könnte man sich die Zahl hochrechnen. Ja. Ist aber auch super dynamisch. Ne? Okay. Das hängt von den Zulieferern zusammen und von der Produktionskapazität in der Anlage. Aber wir gucken uns an, dann hast du einen Einblick. Wir gehen mal rüber, schmuggeln uns gerade mal mit rein. Wir folgen einfach unauffällig. Und hier links, schau mal, hier siehst du, wie das Ganze angefangen hat. Ah, krass. Ja. Eine Person an einem Motor. Krass. Und genau das ist heute immer noch so. Natürlich haben sich die Werkzeuge massiv geändert. Ja, natürlich. Digitalisierung. Klar. Wir sehen hier beim Vierzylinder eine Produktion auf Industrie 4.0 Niveau. Gucken wir uns noch an. Da kriegst du einen Einblick, wie man die moderne Welt der Produktion mit dieser emotionalen Welt der Handarbeit verbinden kann. Verstehe. Ja. Dann lass uns mal weitergehen. Schön. Wir fackeln gar nicht lange. Und sind hier im Eingangsbereich, ja. Und hier haben wir verschiedene Motoren, Ausstellungsstücke. Hab schon ein bisschen so angerissen. AMG ist auf die Straße gekommen mit einem Fahrzeug, das hieß The Hammer. Okay. Der Hammer. Ja. Und das war ein Weltrekordfahrzeug.
Und das wurde von diesem V8-Saugmotor angetrieben. Das war auch schon in einer gewissen Weise irgendwo Leichtbau. Also der Materialmix hat natürlich auch damals schon, war schon wichtig. Aber wenn du dir mal die Dimension von dem Motor anguckst, und wenn wir mal weitergehen, wir haben hier einen Kompressormotor, hier oben, der 55er Motor mit den beiden Kompressorschnecken drin. Wahnsinn, ja. Auch schon handgebaut, deswegen auch die Plakette. Ach so, okay. Da noch nicht die Plakette, ne? Ja, der hat noch nicht die Plakette. Genau. Das haben wir dann so Anfang der 2000er eingeführt. Ah, okay. Das heißt, 99 hatten wir 100% Vereinigung mit Mercedes-Benz. Und ab dann haben wir Anfang der 2000er auch diese Plakette mit eingebracht. Ja. Genau. Hier den Motor, schon mal gesehen? Ja, warte mal. Ikone. Alter. Wir haben auch schon im Smalltalk ein bisschen drüber gesprochen. Für den SLS? Ist das zu klein oder ist das der SLS? Das ist der SLS. Ist das der SLS? Ja. Hast dich sehr gut angenähert. Ja. Das ist der SLS-Motor, der Sauger V8 Saugmotor. Ja. Wir haben das Ganze durch Turbotechnik abgelöst. Okay. Der Motor rennt aber immer noch in einem neuen Fahrzeug. Also jeden Tag wird dieser Motor gebaut. Okay. Für ein neues oder für ein Modell, was zumindest noch fährt. Ach so. Hast du eine Idee, was für ein Fahrzeug? Denk mal weg von der Straße. Von der Straße weg? Ja. Rennsport meinst du? Ja. Rennsport ist eigentlich schon das Schlagwort. Der schlummert noch in unserem GT3-Rennfahrzeug. Okay, alles klar. DTM-Fahrzeug, 24 Stunden Rennen und Co. Genau. Da fährt immer noch der Sauger, der SLS-Motor. Krass, ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir aber rein in die Produktion. Und zwar hinter mir nutzen wir die Tür. Okay. Jetzt haben wir die Jacken aus? Ja, gerne. Jetzt haben wir die Option, wollen wir mit 8-Zylinder oder 4-Zylinder anfangen. Ich zum Beispiel... Ja. Was würdest du? Ich zum Beispiel fange lieber mit 4-Zylinder an. 4-Zylinder, Wir sind in der deutlich moderneren Welt unterwegs. Wir gucken uns das an und dann kommen wir zum 8-Zylinder. Okay, machen wir. Ich weiß, 4-Zylinder hin und her, aber das ist jetzt die Zeit und wir kommen nicht drum herum und wir schauen uns das jetzt an. Fertig. Ja. Und die Produktionsumgebung ist gigantisch. Okay. Bin gespannt. Wir gucken uns das Ganze einmal an und gehen nach oben. Der macht das auch immer spannend, ne? Das ist so richtig so, der Spannungsfaden aufbauen. Wir gehen die Treppe hoch, mein Lieber. Okay, gehen wir hoch. Das ist Ab hier kommt natürlich nicht mal jeder rein. Ja. Deswegen brauche ich jetzt auch meinen Firmenausweis. Der ist noch in meiner Jacke. Ach so, alles klar, okay. Merke ich gerade. Okay. So, vielen lieben Dank. Aber hier oben haben wir schon ein kleines Highlight. Hier haben wir die sogenannte Wall of Fame. Ah, okay. Schau mal hinter mir. Ach, cool. Hier sind alle Mechaniker drauf, hier. die aktuellen Motoren bauen. Ich sehe sofort, der Michael Kür, mit ihm bin ich sogar bei Insta befreundet. Ja, und einige, ne? Wir schreiben auch manchmal. Also Michael... er heißt F1 Mike 28. Ja, genau. Das muss man wissen, ja. Genau. Haben Sie das doch echt selber so... Die haben irgendwann mal diese Unterschrift abgegeben, ja. Ah, krass. Kriegen viel Schmierpapier und irgendwann sagt man, das ist sie. Und dann wird die immer wieder auf die Plakette geprägt, ja. Krass. Wahnsinn. Und was haben die hier oben zu bedeuten? Das sind unsere Jungs und Mädels, die die Black Series Modelle bauen. Ah, okay. Die Black Series Modelle haben zum einen mehr Leistung, mehr Aerodynamik und Co. Und kriegen deshalb dann auch eine spezielle Plakette, um zu zeigen, hey, hier ist noch mal ein bisschen was anderes. Ja. Die meisten von den Kollegen und Kolleginnen können 8-Zylinder und 4-Zylinder bauen. Ah, okay. Das heißt, man nimmt Schulungsmaßnahmen vor, dass wir halt auch flexibel sind. Und vor allem die Mechaniker, die machen ja dann immer wieder einen anderen Motor. Klar. Das heißt, die Black Series, die freigegeben worden sind für Black Series, könnten auch 8-Zylinder und 4-Zylinder Ich kann dir mal ein Beispiel zeigen. Der Kollege hier hat hier auch seine silberne Plakette. Ah, okay, also sie bauen in der Regel 8-Zylinder oder 4-Zylinder und haben sich dann auch um die Black Series Modelle gekümmert. Sehr schön. So, sehr schön. Jetzt aber, jetzt oder? Geht's rein. Ja, komm. 4-Zylinder, komm mit. Rein. So. Fahrlose Transportsysteme, das muss Chris wissen, weil der kann damit gar nicht umgehen. Ja, kurz FTS. Und was hier eigentlich klingt wie bald eine Bücherei, das ist die Produktion des 4-Zylinders. Wahnsinn. Das ist ein Teil. Wir haben genauso eine Linie auch nochmal. Ja. Und wir sehen hier oben auf dem Plakat schon, die ist U-förmig aufgebaut. Das heißt, oben rechts, wo auch dieses Kreuz ist, da starten die Mechaniker und Mechanikerinnen. Ja. Servus. Und sie starten wirklich so, dass sie mit einem solchen Wagen losfahren, der ist leer, holen sich vorne einen Motorblock, spannen den auf. Krass. Und dann ist das eigentlich wie so ein Supermarkt. Schritt für Schritt geht man weiter. Wir kaufen ein und legen unsere Zutaten in den Wagen. Hier bewegen wir uns fort und bauen diesen Motor Schritt für Schritt zusammen. Okay. Den Supermarkt komme ich im 8-Zylinder-Bereich noch mal zu sprechen. Da wird es nämlich noch mal interessanter. Wie lange dauert das jetzt, bis der Motor zusammengebaut ist? Das ist meine erste Schätzung. Das wolltest du schon vor gefühlt eine halbe Stunde verraten. Challenge. Also wenn du es mich so fragst, entweder ist es mega kurz oder es ist richtig lang.
Gib mal einen Tipp ab. Also siehst du ja jetzt schon so grob die Arbeitsweise. 8 Stunden. Okay, nehme ich entgegen. Und? Gebe ich noch keine Auskunft? Geht man noch nicht. Alter. Wenn ich dir alles erklärt habe, dann kommt die Zahl. Okay. Das ist ja hier mega. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und ist das so eine Art Schicht? Also das heißt, oder? Genau, wir haben ja jetzt hier ein Zweischichtsystem. Das heißt eine Früh- und eine Spätschicht. Das heißt, die Kolleginnen wechseln sich ab. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf die Zeit zu sprechen, weil hier drüben sehen wir ganz viele abgedeckte Motoren. Ja. Das sind Schichtwechselmotoren. Ach so. Jetzt haben wir verschiedene Größen, verschiedene Baustadien. Ja. Wenn wir nur 2,5 Stunden brauchen würden, dann könntest du ja locker in deiner Schicht mehrere Motoren bauen. Klar. Bist fertig. Klar. Aber hier stehen ja verschiedene Ausbaustufen. Ja? Willst du korrigieren die Zahl? Alter. 12 Stunden. 12 Stunden. Wir gucken hier einmal durch. Wir sehen hier gerade ein schönes Bild. Ja. Wir brauchen hier für einen Motor roundabout 2,5 Stunden. Was? Für einen Vierzylinder 2,5 Stunden. Ehrlich jetzt? Ja. Ich habe eben schon über Effizienz gesprochen bei Industrie 4.0 und genau das ist es. Und es ist handgebaut. Ja? Am Ende kriegt der Motor eine Plakette, oder, wo die Person unterschreibt, die den Motor gebaut hat. Wahnsinn. Also das hätte ich nicht gedacht. Also das ist ja unfassbar. Ja. Und so vereint man diese Produktionsmethode, also handcrafted, handgebaut, mit einer Effizienz, die es heute braucht im Motorbau. Ja? Wahnsinn. 2 Stunden? 2,5. 2,5, okay. Plus, minus, ne? Hängt von der Auslastung ab und Co. Das heißt, Samstag 15:30 Uhr, ich gucke mir Arminia Bielefeld an. Zurzeit leider gegen Preußen Münster, weil die 3. Liga spielt. 90 Minuten, dann bis ich im Auto bin, bis ich wieder zu Hause bin, ist so ein Motor fertig. Ja. Das ist, hallo. Das ist Wahnsinn. Das geht extrem schnell. Ja. Unglaublich. Jetzt gehen wir aber zum 8-Zylinder. Moin, hallo. Jetzt gehen wir zum 8-Zylinder und gucken uns... Jetzt wird spannend. Ja, hier merkt man schon. Ist es lauter? Ja, genau. Und da merkt man den großen Unterschied. Das ist zum mehr 8-Zylinder jetzt. Wurde der 12-Zylinder auch hier produziert? Der 12-Zylinder wurde auch hier in den Gebäuden produziert. Ach so, okay. Also die Produktionslinie wechselt immer. Ne? Zum Beispiel hier drüben wurde bis zuletzt der Black Series gebaut. Okay. Jetzt läuft hier auch der 4-Zylinder. Ach so. Und hier, guck mal, der Kollege macht es gerade. Hier werden die Motoren auch getestet. Natürlich für die Qualität ist es ganz wichtig, dass die Motoren getestet werden. Servus. Hallo. Achso, das heißt, die laufen dann auch einmal das ist ein sogenannter Kalttest. Das heißt, die laufen, aber ohne Verbrennung. Ach, da drin jetzt? Ja, guck mal da rein. Guck mal hier rein. Das ist ja genial. Da ist jetzt der Motor angeschlossen. Du siehst, komm mal zu mir rüber, unten. Oh ja, siehst du auch schon die Riemenscheibe, wie die rotiert. Genau. Und hier wird der Motor extern hochgedreht durch einen ganz großen Elektromotor. Er wird also geschleppt. Du hast ja diesen berühmten Aufkleber drin. Wenn du einen AMG neu abholst. Einfahren, 1500 Kilometer. 1500, maximal 150 km/h. 140, 140 ganz genau. Ja. Und nicht über 3500 Umdrehungen oder sowas. Ne? Genau. 4,5 sind es. Oder 4,5. Ja. Aber trotz... Es ist ein Kalttest. Das heißt, hier arbeiten wir ohne Verbrennung. Ach so, das heißt, wir können alles ablesen, bis auf die Leistung. Deswegen ganz wichtig, 1500 Kilometer, das ist wie ein Orchester. Die Instrumente müssen sich aufeinander einspielen. Genau. Das alles muss sich einmal ausgedehnt haben. Mega. Ja. Mega. Krass. Hier testen wir 4- und 8-Zylinder. Ach so. Und jetzt gehen wir aber, dreh dich mal rum, V8 Biturbo Motorenmanufaktur. Da sind wir endlich. Komm mit mir mit. Es ist leider so, dass der 8-Zylinder natürlich mehr gehypt wird. Ja. Das ist so, das ist so. Und der 4-Zylinder hat es gerade schwer. Er hat es schwer, genau. Das ist so, aber ja, was willst du machen? Ja, der ist immer der Jüngste in der Familie, der muss sich irgendwie durchrangeln. Ja, genau, aber ich bin mir sicher, dass das gut funktionieren wird. Wir hatten ja schon ein bisschen jetzt hat er seinen Block abgeholt. Genau, jetzt hat er gerade seinen Block abgeholt. Das ist ein Aluminiumgussblock. Genau. Hier fängt der Kollege an. Ja. Auch hier haben wir eine U-förmige Produktion. Okay. Das heißt, hier haben wir die Startlinie und da fängt der Kollege an und baut diesen Motor auf. Okay. Stück für Stück. Hier drüben siehst du zum Beispiel die Kolben hängen. Ja, genau. Kolben und Pleuel schon miteinander verbunden. Genau. Hier hängen die Werkzeuge alle von der Decke. Okay. Du siehst das. Ja, stimmt. Qualität ist natürlich auch ein ganz wichtiges Merkmal. Deswegen hat jeder Kollege einen solchen Scanner, um die Bauteile zu scannen, um die Charge rückverfolgen zu können. Aber auch die Werkzeuge werden gescannt. Okay. Und das wird alles oben abgenommen, weil das digitalisiert ist. Klar. Das Werkzeug weiß, an welcher Position bin ich oben. Ja, okay. Und weiß, ich bin jetzt im Einsatz, ich muss so und so viel Newtonmeter bringen. Ach so. Hier gibt es für jeden Arbeitsschritt
ein Werkzeug. Ja. Ah, okay. Dann lass uns mal weitergehen. Das ist der Start. Ich zeige dir jetzt das krasse Extrem. Und zwar vom Start gehen wir jetzt zum Ende der Produktion. Du siehst, wie groß der V8 Biturbo gewachsen ist. Unglaublich. Deswegen lass uns mal rübergehen. Wir gehen ans Ende vom U. Das heißt einmal hier entlang. Das sind ja jetzt dann G-Klasse? Unter anderem. Ganz unterschiedliche Motoren. Wir laufen hier auf eine G-Klasse zu. Ah, ja, genau. Leicht zu erkennen an der Ölwanne. Die ist sehr tief und auch sehr weit nach hinten versetzt. Ach so, okay. Ja, bei anderen Modellen, Servus. Hallo. Bei anderen Modellen ist die Ölwanne ziemlich weit verteilt. Ja. Verstehe. Wahnsinn, da ist ja gar kein Platz mehr, ne? Das ist ja alles Millimeter Deswegen für auch diese Millimeter. Bauweise, ja, das sogenannte heiße Innen-V. Ah, da kann man jetzt die Handarbeit auch sehen, ne? Genau. Ja. Jede Schraube haben die Kollegen in der Hand gehabt. Mega. Ja, die Bauweise ist kompakt, weil du eben dieses V hast und die Turbolader in die Mitte packst. Das sogenannte heiße Innen-V. Achso, hier die beiden. Ja, weil normalerweise gehen die Abgase rechts und links aus dem Motor raus, damit die Temperatur auch weg ist. Ja? Temperatur ist so ein Knackpunkt bei einem Verbrennungsmotor. Wir nehmen die Abgase hier rein. Hier sieht man schön die Krümmer. Ja. Und die gehen direkt in den Turbolader. Ah, okay. Und das heißt, wir haben die Frischluftseite hier auf der anderen Seite vom Motor. Okay. Dadurch haben wir aber sehr kurze Luftwege, weil wir einen kompakt gebauten Motor haben. Verstehe. Das zahlt ein auf das Turboloch, aufs Ansprechverhalten. Ja, wir haben hier eine Ladeluftkühlung. Ja. Das heißt, die ist wassergekühlt. Das heißt, der Lader selbst, der wird mit Öl versorgt, dadurch auch gekühlt. Ja. Die verdichtete Luft, die wird hier vorne, auch spezifisch bei der G-Klasse, stehen die Ladeluftkühler hier so senkrecht nebeneinander. Die werden hier drin gekühlt. Das heißt, die Ladeluft wird verdichtet, dadurch wird sie warm, verdichtete Luft wird warm. Dann kühlen wir sie wieder runter, damit wir so viel Luft zieht sich ja zusammen, wenn sie kalt ist, dass wir so viel Luft wie es geht in den Brennraum bringen können. Und deshalb ist es ganz wichtig, und über Thermomanagement haben wir eben schon gesprochen, wir müssen die Temperatur wegkriegen. Und du überlegst, hier ist die Motorhaube. Da haben wir ungefähr da drüben in der abgepackten Variante. Was ich ja immer faszinierend finde, ihr wisst ja, ich liebe die G-Klasse, ich fahre auch eigentlich immer die G-Klasse. Ja. Es ist egal, was für ein Wetter es ist. Bei 35 Grad, bei minus 5 Grad, egal was. Du hast immer so ein sicheres Gefühl, es funktioniert. Ja. Egal, ob wir jetzt bei AMG sind oder nicht. Ihr wisst, wie ich auf die G-Klasse stehe. Ja. Aber dann stehst du dir vor, aber eine Sache kann der auch sehr gut. Und zwar, weißt du das, was er gut kann? Sprit. 100 Liter Sprit, 400 Kilometer. Adios, amigos. Du weißt doch, Kraft kommt von Kraftstoff. Ja, ich weiß. Aber es macht ja auch Spaß, das Auto zu fahren. Ne? Deswegen. Ja, das heißt, hier drüben siehst du auch die Ziellinie. Okay. Wir kommen aus dem Motorsport, deswegen haben wir die Ziellinie. Ciao. Ja. Die Ziellinie hier in der Produktion. Und hier sehen wir auch die letzten Arbeitsschritte. Okay. Gucken wir uns hier gerade einmal an. Das heißt, hier wird der letzte Arbeitsschritt zusammengeführt, durchgeführt. Hallo. Servus. Hallo. Hi. Hallo. Ach so. Und dann ist das schöne Stück fertig. Das heißt, die letzten. Ach so, das heißt, es ist auch sein Motor. Er hat es jetzt hierher geschoben. Er hat vorne angefangen. Und das ist die Zielflagge hier. Genau. Ja. Okay. Er baut wirklich jeden Schritt einzeln und schiebt seinen Motor immer wieder weiter. Wahnsinn. Und nur er ist verantwortlich. Und das ist One Man, One Engine. One Man, One Engine. Ja. Ganz oft wird gefragt, was ist, wenn der Kollege krank ist? Gut, dann ist der Kollege krank, dann bleibt der Motor stehen. Ah, okay. Ja. Es wird kein Kundenmotor gebaut, der von mehreren Personen angepackt wurde. Verstehe. Ja. Sag mal, du sagst One Man, One Engine? Ja. Two Man, One Engine? Zwei. Ja. Ja, warum? Qualifikationsmaßnahmen werden gemacht und vor allem, wenn ein neuer Kollege anfängt, wird er nicht blind in die Linie gelassen, sondern er wird begleitet von einem Supervisor und Schritt für Schritt wird er dann alleine fliegen gelassen. Das heißt, der Kollege, der Zweite, legt keine Hand an. Er sagt dann, hier, Leitungssatz musst du so und so belegen oder festsetzen. Ja? Und deshalb sehen wir es immer wieder, hier gar keine Seltenheit, dass wir zwei Kollegen haben. Hab ja auch schon erwähnt, mehrere Kollegen können mehrere Motoren bauen. Ja. Und das muss immer wieder geschult werden und am besten in der Face-to-Face-Schulung. Ja. Jetzt hast du gesehen, wo er herkommt. Danke dir. Es hat echt Spaß gemacht. Mir auch. Und danke für die tolle Erklärung. Und du hast es echt spannend gemacht mit 2,5 Stunden. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie viele Stunden hättet ihr gedacht? Also ich habe ja erst mal angefangen mit 6 oder sowas. Ja, 12. Du warst bei 12, ja. Dann 8. Aber 2,5 Stunden, das ist ja Wahnsinn. Für den Vierzylinder, ja? Für den Vierzylinder, genau. Genau. Für euch geht's weiter. Ich mache jetzt Feierabend. Natürlich nicht, ja. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Und wir sehen uns noch. Absolut. Okay? Sehr Danke gerne. dir. Ja. Bis später. Ciao. Ciao.